2017er Pinot Noir Löchle, großes Gewächs vom Weingut Burg Ravensburg aus dem Kraichgau im Badischen. Warum solltet ihr diesen Wein trinken? Ganz einfach, wenn ihr Pinot Noir Freaks seid, dann ist das auf jeden Fall was auf eurer Liste stehen sollte, wo euch kein Weg dran vorbeiführt. Sehr gehobener Einstieg in Pinot Noir aus Baden, weil es eben eine Welt aufmacht. So, badischer Pinot Noir ist nochmal anders als Pfälzer Pinot Noir und auch was ganz anderes als Mosel Pinot Noir, und das macht diese Rebsorte halt einfach so faszinierend, facettenreich und toll, dass sie das Mikroklima und die Böden sehr gut wiedergibt. Und ja, es ist einfach etwas, was eure Sammlung, eure Weinbibliothek ergänzen wird. Hi, mein Name ist Tobias Gennis und ich bin euer Winesplainer. Ich bin sozusagen der digitale Sommelier, der dich an die Hand nimmt und durch und mit diesem Wein führt, den du gerade vor dir stehen hast. Und wenn euch der Wein im Glas so gut gefällt, dass ihr gar nicht genug davon bekommt, dann schaut einfach mal hier unten. Da findet ihr einen Link, wo ihr den Wein nachbestellen könnt. Ich glaube, ich würde das an dieser Stelle mit was ganz Einfachem kombinieren, mit Taubenbrust. Weil einfach dieser Wein, diese Frucht, also man spricht davon, wenn die Frucht so lange im Mund steht, spricht man auch von persistenten Weinen, und das ist hier wirklich der Fall, und das macht super großen Spaß, sowas mit einer Taubenbrust zu kombinieren, weil Taube ja auch so ein Geflügel ist, was auf der einen Seite ein Wildgeflügel ist und damit auch so ein bisschen mehr Aromatik noch hat, so gerade was so diese dunklen, wilden Erdtöne angeht, und auf der anderen Seite so ein total zartes Geflügel ist. Und genau das Gleiche finden wir halt hier in diesem Wein auch wieder, ne? Da kann man dann eben auch wieder spielen, vielleicht für den Crunch sowas wie, man Schalotten und frittiert die irgendwie aus, oder Kapern, die man noch da drüber gibt, macht einen schönen klassischen Taubenjus, und dann braucht es auch gar nicht viel, ein geiles Kartoffelpüree dazu oder so. Ich denke, das findet ihr alles so wieder auch hier in dem Wein, und diese Eleganz, die der Wein mitbringt, das alleine begeistert mich gerade schon sehr, wie ihr merkt. Ja, für diejenigen unter euch, die jetzt nicht ganz so viel Aufwand betreiben möchten in der Küche, so, oder vielleicht auch vegetarisch unterwegs sind, ich kann mir das auch sehr gut vorstellen mit gebratenen Kartoffeln vor allen Dingen, weil gebratene Kartoffeln, wenn man es jetzt ohne Speck macht, sondern einfach in Öl die anbrät, haben ja zum einen auch dieses Erdige immer, gerade wenn man eher jüngere Kartoffeln nimmt dafür, dann haben die auch immer noch so was Zartes an sich. Die Röstaromen funktionieren sehr gut mit den sehr ruppigen Tanninen jetzt hier noch im Wein, und das kann man dann gemüsetechnisch dann noch weiter kombinieren, so mit Geschichten wie zum Beispiel dann eben einfach grünen Spargel mit Tomaten, Parmesan, sowas. Da werdet ihr euch auch mit diesem Wein wiederfinden, und ja, da kann, darf und soll man dann auch gerne Rotwein zum Spargel trinken. Da sehen wir auch schon, das ist relativ hell, wenn man das jetzt mit einem Grenache oder mit einem Blaufränkisch vergleicht. Dieser Rostton, den man da in der Farbe sieht, das ist typisch für Pinot Noir. Riechen wir mal rein. Das ist eine sehr schöne Frucht. Ein bisschen Erdbeere, Johannisbeere, leicht veilchenartig. Es geht so in Richtung Mandel. Also ich würde mal sagen, in der Nase schon sehr typisch für einen Pinot Noir. Probieren wir mal. Also am Gaumen dann jetzt wirklich das Pinot Noir in richtig gut. Die Frucht ist da, aber nicht vordergründig. Die steht lange im Mund. Darunter und kommt halt die Säure, die in diesem Wein, also die ist sehr gut ausgeprägt auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite sehr gut eingebunden. Also sie ist überhaupt nicht aufdringlich, gibt dem Wein aber Struktur, Straffheit, auch betont die Mineralität natürlich wieder. Das ist immer auch die Aufgabe der Säure. Also wir haben ja hier Schilfsandstein und Gipskäuperböden, und das finden wir hier eben beides auch wieder. Das gibt dem Wein sowas Kantiges, Ruppiges, so, weil die Tannine auch noch, ja, die haben noch ein bisschen was Grünes und Eckiges, und das macht ihn natürlich spannend, jetzt schon zu trinken. Lässt uns natürlich aber eben auch in Kombination damit, dass
der in der Nase noch relativ verschlossen ist, erahnen, dass wir den Wein durchaus noch sehr, sehr lange weglegen können. Wenn ihr da mal neugierig seid, fragt doch mal nach bei Burg Ravensburg. Vielleicht legen sie ja ein bisschen was zurück manchmal. Und vielleicht habt ihr ja auch Glück, mal was Älteres zu trinken, weil das hier in Reif, da habe ich auch auf jeden Fall richtig Lust drauf. Der Wein ist mit der Hand gelesen, klar. Ist im Weinberg sortiert worden, von Hand. Dann gekühlt ins Weingut gebracht worden, da nochmal doppelt und dreifach sortiert worden. Einfach auch, um auszuschließen, dass wirklich nur gesundes, reifes Traubenmaterial, nichts Beschädigtes dabei ist. Dann ist 70% davon nicht entrappt worden, das heißt mit Stielen vergoren. So, das erklärt eben auch, warum das Tannin hier auch noch so ruppig und eckig ist. Auf der Maische belassen, so immer wieder der Tresterhut jeden Tag runtergestoßen und danach dann eben nach der spontanen Gärung ist das Ganze dann, fand eine malolaktische Gärung im 500 Liter Holz beziehungsweise in gebrauchten Barriques statt und dann ist der Wein nochmal für 8 bis 12 Monate so in den Barriques ausgebaut worden. So, das heißt, wir haben hier einen sehr intensiven Prozess, der betrieben wurde, vor allen Dingen schon vor der Weinbereitung und das ist eben auch nötig, weil Pinot Noir eine Rebsorte ist, die nicht so ganz einfach ist und deswegen muss man da so viel selektieren, damit man wirklich sicher gehen kann, dass man nur das im Wein hat, was man auch wirklich dafür haben möchte. Ja, und ich denke, also das kann sich auf jeden Fall sehen lassen, das Ergebnis. Der Wein kommt aus Baden, genauer aus dem Kraichgau, aus Sulzfeld, aus dem Sulzfelder Löchle. Das liegt an der Südwestflanke unterhalb der Burg Ravensburg. Ist wie so ein Amphitheater, wo dann nochmal so das runtergeht, also ein Löchle sozusagen, ein Loch. Hat dadurch ein sehr geschütztes, warmes Mikroklima und wir haben da eben Böden, die vor allen Dingen von Schilfsandstein und Gipskörper geprägt sind, was wir eben auch im Wein hier wiederfinden. Und Pinot Noir ist ja auch eine Rebsorte, die den Boden und das Mikroklima sehr gut wiedergeben kann. So, deswegen auch die Frucht hier doch trotz der Verschlossenheit schon so ausgeprägt, weil es eben aus einer warmen Lage kommt. 2017 war kühler als 2018, aber ihr wisst ja mittlerweile, so kühle Jahrgänge sind ja oft mein Favorite. So 2017 ist zum Schluss im August nochmal ziemlich warm geworden, kurz vor der Lese. Und so dann musste auch relativ früh dann durch diese einsetzende Wärme nochmal gelesen werden, also schon Anfang September, was für Pinot Noir und auch im Kraichgau eigentlich eher ungewöhnlich ist. Früher hat man da sehr viel später gelesen. Genau, war ein Jahr, was super spannende Weine hervorgebracht hat und was vor allen Dingen in 10 Jahren, denke ich, auch nochmal richtig spannend sein wird. Das Weingut Burg Ravensburg ist im 13. Jahrhundert gegründet worden und damit eines der ältesten Weingüter der Welt, was immer noch besteht. Es ist ein familiengeführtes Weingut. Es wurde 26 Generationen lang in einer Familie geführt. Mittlerweile hat es eine andere Familie übernommen, aber es ist immer noch in Familienhand, gehört nicht zu einem großen Konzern. Es ist biologisch zertifiziert und macht roundabout 18 verschiedene Weine, ist vor allen Dingen sehr stark, was Blaufränkisch und Pinot Noir angeht, aber auch im Weißweinbereich gibt es sehr interessante Beispiele im Portfolio der Burg Ravensburg. Die Arbeit im Weinberg ist sehr sorgfältig, nicht nur von biologischer Arbeit, sondern auch biodynamischen Einflüssen geprägt. Es wird viel mit der Hand gearbeitet und sehr große Sorgfalt im Weinberg schon auf die Weinbereitung gelegt.